Hier haben wir einige Tipps für Sie, wie Sie am besten an eine thematische Suche herangehen bzw. wie Sie Ihr Suchergebnis verbessern können. Nehmen wir an, unsere Forschungsfrage lautet: Welchen Einfluss bzw. welche Auswirkungen hat die Nutzung erneuerbarer Energiequellen auf den Klimawandel? Versuchen wir nun, die Forschungsfrage auf relevante, aussagekräftige Kernbegriffe zu reduzieren und dann für diese Synonyme bzw. verwandte Begriffe zu finden. Eventuell ist es auch sinnvoll, das Thema mit Ober- und Unterbegriffen zu erweitern bzw. zu präzisieren, den Begriff in der Einzahl und der Mehrzahl zu suchen und die Begriffe ins Englische zu übersetzen. Wenn Sie mit mehreren Suchbegriffen arbeiten, können diese mit den sogenannten Boolschen Operatoren auf unterschiedliche Weise verknüpft werden. Der wohl am häufigsten genutzte Operator und bzw. and wird dann verwendet, wenn alle Begriffe, das können 2, aber auch mehr sein, vorkommen sollen. Dieser Operator ist eine Standardverknüpfung. Das heißt, dass als Wort nicht eingegeben werden muss, sondern alle Begriffe automatisch mit und verknüpft werden. In unserem Fall zum Beispiel Klimawandel und erneuerbare Energien. Der Operator oder bzw. or wird eingesetzt, wenn entweder der eine oder der andere Suchbegriff in einem Dokument vorkommen soll und ist dann nützlich, wenn man mit einer Suche bedeutungsgleiche oder ähnliche Begriffe finden will, zum Beispiel Klimawandel oder Klimaänderung. Es ist aber auch möglich, gleichzeitig mit deutschen und englischen Begriffen zu suchen, zum Beispiel Klimawandel oder Climate Change. Der Operator nicht bzw. not wird gebraucht, wenn man einen bestimmten Themenbereich gezielt aus der Recherche ausklammern will, zum Beispiel, wenn man sich mit dem Klimawandel beschäftigen möchte, nicht jedoch mit den speziellen Gründen und Ursachen des Treibhauseffekts. Eine andere Option, um das Suchergebnis zu modifizieren, ist die Trunkierung. Die Trunkierung ersetzt bei einem Suchbegriff ein oder mehrere Zeichen bzw. Buchstaben. Das gängigste Symbol für solche Platzhalter ist der Stern, oft auch das Fragezeichen. Man kann Platzhalter am Wortanfang, innerhalb eines Wortes oder am Wortende einsetzen. Mit der Trunkierung kann man also unterschiedliche Schreibweisen abdecken oder Begriffe gleichzeitig in der Einzahl und in der Mehrzahl suchen oder ein Grundwort um ein breiteres Spektrum an Bedeutungen erweitern. So findet zum Beispiel Klimastern Klimawandel, Klimaänderung, Klimaschutz etc., aber auch Klimaanlage und das Werk eines Autors namens Lars Klimaszewski. Eine weitere Maßnahme zur Perfektionierung der Suchabfrage ist die Phrasensuche. Die Phrasensuche bezeichnet die Suche nach einer bestimmten Wortfolge. Dazu setzt man die gesuchte Wortfolge in Anführungszeichen. Dadurch wird die Treffermenge verringert, aber die Relevanz der gefundenen Treffer erhöht. Die Verwendung der Phrasensuche ist dann sinnvoll, wenn Sie einen mehrteiligen Suchbegriff finden möchten, was vor allem im Englischen häufig vorkommt, zum Beispiel Climate Change, aber auch erneuerbare Energie. Das Ergebnis ist ein anderes, je nachdem, ob man die Suchbegriffe unter Anführungszeichen setzt oder keine Anführungszeichen eingibt und die Suchbegriffe dann automatisch mit und verknüpft werden und auch Dokumente gefunden werden, in deren Beschreibung die Wörter unabhängig voneinander an verschiedenen Stellen vorkommen. Außerdem macht es einen Unterschied, ob Sie mit Stichwörtern oder Schlagwörtern recherchieren. Stichwörter kommen irgendwo in einer bibliografischen Beschreibung vor. Diese umfasst nicht nur AutorInnen und Titel, sondern zum Beispiel auch Angaben zum Verlag, Inhaltsverzeichnisse und Inhaltsangaben. Das Problem dabei ist, dass Sie unter Umständen zu viele irrelevante Treffer erhalten. Schlagwörter beschreiben hingegen präzise den Inhalt eines Dokumentes. Dabei kann es sein, dass die Begriffe als konkrete Zeichenfolge in der bibliografischen Beschreibung gar nicht vorkommen. So wird bei einer Suche mit dem Begriff Klimawandel der Titel »Machste dreckig, machste sauber« nur angezeigt, weil er zufällig im Verlag Klimawandel erschienen ist. Da der Treffer aber gut zu unserem Thema passt, sehen wir uns an, wie er beschlagwortet ist und stoßen dabei auf Klimaänderung und könnten mit diesem Schlagwort eine neue Suche starten. Mit dem richtigen Schlagwort erhält man zwar unter Umständen weniger, aber dafür relevantere Treffer.
Diese Suchmöglichkeiten gelten in dieser oder ähnlicher Form nicht nur für unseren Online-Katalog, sondern auch für andere Recherchetools, zum Beispiel Datenbanken. Bei Problemen und für Details konsultieren Sie am besten die jeweiligen Hilfeseiten.